5 Tage und ein einziges Ziel. Von dieser Amel-Rollref-Anlage muss die Seilscheibe runter, damit wir das Getriebe zerlegen können. 5 Tage Kampf und du sitzt in der ersten Reihe. Es wird richtig spannend. In Teil 1 dieser Miniserie haben wir die Rollref-Anlage vom Vorsteck demontiert und eben bereit gemacht für das Zerlegen. Falls du die nicht gesehen hast, ich verlinke dir die unter dem Video, kannst du dir auch noch anschauen. Heute steht auf dem Zettel die Seilscheibe, das ist das graue Ding, abziehen, dann das Getriebe öffnen, das Getriebe zerlegen und reinigen und für den Zusammenbau wieder vorbereiten. Ich zeige dir jeden Fehlversuch genau deswegen, weil das die Learnings sind, die du sonst in keiner Hochglanzbroschüre findest. Die Freunde stehen bereit, lass uns anfangen. Also das hier ist der Furling-Motor von der Genua. Das ist der Teil, wo das Vorstark durchgeht. Das geht hier ganz durch und tritt hier unten wieder aus. Also das ist praktisch der Getriebeteil und das ist der Motorteil. Und ich habe vorhin schon mal angefangen auseinanderzubauen. Es ist Winter und unser Boot liegt in Licata, deswegen pfeift manchmal der Wind im Hintergrund. Es gingen Stürme durch. Ich hoffe, der Ton ist trotzdem okay. Also das ist die Glocke, die nimmt man ab. Das sind nur 3 Schrauben und war mit Sika eingeklebt. Ging sehr einfach. Und dann war der Motor hier mit ein paar Muttern befestigt. Ich hatte die schon ab. Der war damit verbunden. Und der Motor selber ist dann wieder mit 3x17 verbunden. Und dann kann man den Motor rausziehen. War löffeldick mit wasserdichtem Fett eingeschmiert. Der macht schon mal einen ganz guten Eindruck, der lässt sich leicht drehen. Hier oben die Dichtung sieht gut aus, der hat auch kein Spiel und auch hier die Schneckenschraube ist in Ordnung. Also da bin ich schon mal glücklich. Die Kohlen habe ich noch nicht raus, die muss ich mir gleich mal an. Und dann wurde es aber spannend. Ich habe nämlich hier drinnen, das ist im Getriebe, bin auf das hier gestoßen. Einmal das hier und einmal das hier. Das hier sieht aus, als wenn es mal ein Teil von dem Korb gewesen wäre. Und das auch. Also ich vermute, dass der nicht da reingehört oder dass es ein grober Verschleiß ist. Das finde ich schon mal nicht so gut. Dann die Kabel muss ich natürlich ein bisschen überarbeiten. Das sieht auch so aus, wenn ich in die Glocke reingucke. Das hier, das ist direkt an den Kabeln dran, hier diese Korrosion. Und das sieht für mich nach Elektrokorrosion aus. Als ob da hier Funken durchgeschlagen hätten, da fließen ja größere Ströme. Ich werde jetzt versuchen, den Motor das Getriebe weiter zu zerlegen. Und das ist nicht so einfach. Das ist jetzt, was ihr jetzt seht, ist die Unterseite. Da tritt das Vorstark wieder aus und hat dann hier praktisch den Verbinder. Und hier von diesem Kunststoffdeckel, die Schrauben habe ich gut rausbekommen. Und von dem Aludeckel hier habe ich 5 von 6 habe ich gelöst bekommen, die hier oben streikt. Hi, ich bin Christoph, der Bootsschrauber, und seit 7 Jahren und 3 Booten schraube ich alle meine Boote selber. Alles, was du hier siehst, sind meine eigenen Herangehensweisen und das, was ich mir über die Jahre angeeignet habe. Das kann richtig sein, muss es aber nicht. Die bekomme ich nicht raus. Da muss ich mir noch was Schlaues einfallen lassen. Das unter diesem Deckel ist irgendwie die Befestigung für... Da geht praktisch eine Welle ganz durch, wo diese Leinenscheibe drauf ist und die Aufnahme von dem Vorstarksprofil. Für den Motor bin ich schon mal zufrieden, das ist ganz gut. Da bin ich jetzt im Moment ein bisschen ratlos, da weiß ich noch nicht, wie ich weitermache. Ich habe es mit einem passenden Werkzeug schon versucht. Ich hatte mir hier so einen kleinen Bit in einen Windeisen reingespannt, damit ich ein bisschen mehr Kraft habe. Aber ich habe versucht, den hier zu erwärmen, aber das ist halt schwierig, weil die Kunststoffscheibe daneben ist. Da muss ich noch ein bisschen tüfteln, da habe ich im Moment noch keine Lösung. Heute geht es mit der Förler-Demontage weiter. Der Frank kommt gleich vorbei, dann machen wir das zu zweit. Ich kriege weder den Deckel ab, noch den hier. Die Schrauben habe ich mittlerweile alle raus. Hier hatte ich noch eine Schraube, die war fest, die war hier. Da hat mir ein freundlicher Nachbar eine Mutter aufgeschweißt, sodass ich das dann ganz leicht rausdrehen konnte. Das hatte sich durch die Hitze und durch das Ausdehnen schon gelöst, sodass ich es dann ja, mehr oder weniger von Hand rausdrehen konnte. Wie immer,
Irgendwas hängt immer fest, Versuch und Irrtum. Wir testen uns jetzt durch. Habe schon alles mit Silikon eingeweicht und jetzt gucken wir mal. Das öffnet sich ganz leicht. Wir hatten noch den Tipp bekommen, dass man da Cutterklingen von außen reinklopfen kann, weil die so schön dünn sind. Und die gewinnt? Also das war eine gute Idee, mit den Cutterklingen reinklopfen. Also er kommt so langsam. Sie kommt aber. Ja, langsam. Ja. Hau mal hier rein. Mit dem dicken Ding da. Dann müssten wir eigentlich nur links und rechts gleichzeitig hebeln, dass wir ihn rausfluppen nach oben. Das mit dem gleichzeitig müssen wir da ein bisschen üben. Synchronisation ist mangelhaft. Nachsehen. Ja, so. Schwarz, das Loch da. Da drüben ist er gerade richtig aufgegangen. Okay, er hatte heimlich gehofft, dass das zu Ende ist. Wir dachten zuerst, dieser Aludeckel ist ein einfacher Deckel und müsste sich deswegen ganz einfach abziehen lassen. Tja, falsch gedacht. Weil das Ganze viel komplexer ist, habe ich dir Bilder aus dem Wiederzusammeneinbau aus dem dritten Video mit hier reingepackt. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere schon jetzt. Da siehst du, dass in dem Deckel auch ein Lager drin ist. Das Lager wiederum sitzt auf einer Verdickung von dieser zentralen Achse. Und diese zentrale Achse kann man nur nach unten rausziehen, wenn die Seilscheibe ab ist. Das heißt, der erste Punkt müsste sein, Seilscheibe abziehen, unten den schwarzen Deckel öffnen, dann die Achse rausziehen und erst dann kann man den grauen Deckel lösen. Wir sind also komplett falsch rangegangen, wir wussten es nicht. Und übrigens, es gibt ein super Video von Mothership Adrift, das kam aber erst nach unserer Demontage raus, deswegen konnten wir da auch nicht reingucken. Schau, wie langsam man hier eine Mutter reinkriegen will. Ja, wenn du die Schraube von oben durch ins Gewinde drehst, kannst du oben halten und mit der Mutter wieder rauf spreizen. Ja. Wenn man sie reinkriegen würde. Das ist eine super Idee, Manuel. Wir sind jetzt weit genug offen, dass wir Muttern unterlegen konnten und von oben Schrauben reindrehen konnten bis ins Gewinde. Dann kann man praktisch mit der Mutter als Abzieher arbeiten. So die Theorie. Geht schwer, aber müsste eigentlich gehen. Das sieht nicht gut aus. Der ist schon Millimeter hochkommen, ne? Das ist natürlich schon mieselig, aber Das ist langsam, aber zumindest gleichmäßig. Als nächstes vernudeln wir die Mutter und dann haben wir ganz verloren. Also das hier sitzt auf einer Achse, das siehst du, wenn du reinguckst. Also wir können versuchen, das mal zu erwärmen. Ich habe auch den Eindruck, dass der reinwandert, dass der hier jetzt auch sitzt mittlerweile. Wir können versuchen, den zu erwärmen und versuchen abzuziehen. Ist der noch irgendwo festgepolzt oder soll Nee, das Ganze das zwei war's schon. Das eigentlich- waren diese 3 Schrauben hier. Die haben nach innen fixiert. Hier nochmal Bilder von der Remontage. Du siehst hier, dass aus dem Getriebe nach oben das Zylindrische, was da raussteht, das ist die zentrale Achse. Und darauf sitzt die Seilscheibe, das ist das graue Ding. Und die wiederum ist mit 3 Schrauben mit der Achse verbunden. Also der sollte eigentlich runterrutschen. Ja. Okay. Oder wir legen eine Platte auf oder irgendwas und machen es beim Abzieher. natürlich muss ja gegen den inneren Durchmesser der Muschel drücken, Genau. ne? Das ist Und haben gleichzeitig von der anderen Seite angefangen, da sitzt ja noch diese Scheibe drauf, die Leinenscheibe. Und das ziehen wir parallel mit dem Abzieher ab. Also immer erwärmen, innen abschrecken mit Kältespray und dann wieder ein Stück rausdrehen und dann knackt er meistens. Dann können wir auf der anderen Seite die Muttern wieder ein bisschen nachdrehen. Und so geht es Zehntelmillimeter um Zehntelmillimeter voran. Da haben wir nicht mehr viel Luft, ne? So, kriegen wir noch. So, Hans rein.
Was mich am meisten und immer noch unglaublich fasziniert, ist diese tolle Hilfsbereitschaft unter Langfahrtseglern. Frank und Manuel, ihr habt mich tagelang unterstützt und mit mir geschraubt. Vielen Dank dafür. Ich bin euch unendlich dankbar. Ich weiß nicht, ob ich ohne euch dieses Projekt wirklich abgeschlossen hätte. Und was mich noch fasziniert ist, mit welchen improvisierten Mitteln wir dieses Projekt abgewickelt haben. Wir sind tagelang auf dem Steg gekniet. Wir hatten keinen richtigen Schraubstock, jedenfalls nicht in Griffnähe zur Verfügung. Das Werkzeug muss immer wieder rausgesucht werden. Teilweise habe ich das Getriebe im Cockpit auf den Knien zerlegt. Ich hatte keine Werkbank, ich konnte die Sachen nicht einspannen und trotzdem habe ich so ein Projekt zu Ende bekommen. Ich finde das immer wieder erstaunlich und jedes Mal wünsche ich mir zumindest einen Schraubstock, aber besser noch eine Werkbank und eine kleine Werkstatt. Das wäre toll. Frank und seine Freunde haben hier eine Garage angemietet und in der Garage gibt es einen großen Schraubstock. Da gehen wir jetzt hin, in der Hoffnung, dass wir den Förler dort einspannen können und dann mehr Kraft aufbringen können. Drückt uns die Daumen, entweder es klappt oder es geht kaputt. Oder es geht kaputt, geht kaputt. Ab hier läuft der Generator im Hintergrund, deswegen ist der Ton leider nicht so gut. Sorry dafür. Weil sie springt so weit raus? Weiß man nie. Mit hier. Okay. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch und einen Like. Das hilft mir. Und schreib mir in die Kommentare, was dir aufgefallen ist. Und wenn du mir mehr helfen willst, dann geh bei der nächsten Amazon-Bestellung über einen meiner Links. Unter jedem meiner Videos findest du Links zu Amazon. Bestell, was du brauchst. Das kostet dich keinen Cent mehr. Ich bekomme eine kleine Provision und es hilft mir natürlich, diese Videos für dich weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Schraube abgerissen. Das ist doch schon mal gut. Gut und schlecht. Ja, Materialermüdung. Erstaunlich, ne? Wir haben gerade den Abzieher kaputt gemacht, beziehungsweise die Schraube da. Also eine von hier oben. Messen. Wie stark die ist? Ja. 6er, ne? Oder? 6er Schräubchen, ja. Also Scherfestigkeit von der Schraube sind 600 Kilo. Das heißt, wir haben auch auf jedem von diesen Füßen ungefähr 600 Kilo drauf gehabt. Wundert mich, dass das Alu nicht rausbrechen. Ja, das wundert mich allerdings auch und das finde ich jetzt auch echt besorgniserregend, weil langsam sind wir mit dem Latein am Ende, ne? Ja, aber nutzt ja nichts. Das hier ist ein hydraulischer Abzieher und jetzt bin ich echt gespannt. Also, Manuel, was hattest du gerade zerlegt? Von der Winch, die ganzen Gliedchen auf der Seite, die komplett festgefressen waren. Und das ging schnell? Keine Minute. Dann kannst du stundenlang hämmern. Also wir haben ja hier mit diesem Ding schon fünf Tage verbracht. Jetzt bin ich mal gespannt, was da ist. Und eigentlich soll es leicht gehen. Zauberst, ja, eigentlich sagt jeder, man kann da einfach nur nach oben abnehmen und wir haben alles Mögliche. Kaputt. Also die hydraulische Presse ist gut. Das kann man festhalten. Scheiße, ey. Ich verstehe es einfach nicht. An diesem Punkt war unsere Ideensammlung von mehreren Jahren Bootsschrauben und vielen erfolgreichen Projekten am Ende. Wir hatten alle Werkzeuge benutzt, wir hatten alle Ideen ausprobiert. Wir hatten ein Werkzeug tatsächlich sogar zerstört, wir haben das Werkstück beschädigt und das war dann doch der Punkt, wo ich gesagt habe, so, wir hören jetzt hier auf, hier muss ein Profi ran und das war auch eine gute Idee. Essendo qualche tipo di estrattore, tipo per esempio
perché ne faccio esempio, no? Se noi mettiamo qualcosa del genere che fa forza, si allarga. Stai ispirate. Sehr gut. Grazie. Per fare le cose giuste bisogna organizzarsi. Ci Magari l'attrezzatura 10 minuti. Darci una scacchiata? Assolutamente. Liscia. Scatti direttamente nell'asse, no? Da mettere qualcosa, da bloccare qualcosa. Bisogna, ce l'abbiamo qua. Einen Tag später neben mir steht eine große Kiste mit Ersatzteilen oder besser gesagt mit den Einzelteilen von dem Förler. Wir waren gestern beim Bootservice Licata und ja, der Angelo, der Mechaniker, der hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Wir haben das geschafft, den oberen Teil abzuziehen. Was ihr hier übrigens seht, war unser Reparaturversuch. Das ausgebrochene Stück, das werden wir dann auch wieder einschweißen lassen. Das große Problem war gewesen, dass wir innen drin starke Ablagerungen hatten von Salz durch Aluminium auf Edelstahl über längere Zeit. Da war eben so ein weißliches Pulver entstanden, eine Korrosion, die das zusammengebacken hat. Das war die Schwierigkeit. Angelo hat das echt super gemacht. Er ist auch mit deutlich mehr Kraft dran gegangen, als ich mich das getraut hätte. Von daher war es gut. Nächste Schritte sind jetzt das Fett abkratzen, mir die Schäden angucken und ja, den Rest noch auseinanderbauen. Das ist die Bronzebuchse, die oben drauf war. Das ist der polierte Aludeckel ganz oben drauf. Das ist die zentrale Achse. Das ist der untere Ring mit den 2 Bolzen. Das Gehäuse und hier eben den Deckel. Sehr gut. Das bewegt sich schon gar nicht mehr. Schau mal, das ist das, was gemahlen hat. Geht nichts mehr. Also ich habe hier Walzen von dem Walzlager. Irgendwo hatte ich im Gehäuse schon einen leeren Käfig von einem Wälzlager rausgezogen. Dann wird das da hinten gewesen sein. Dann haben wir das jetzt auch gelöst. Also man sieht jetzt hier einmal die Lagerschale, wo das drin war, beziehungsweise das Gehäuse, wo das drin war. Und das hier ist die Lagerschale, die ist noch heiß. Die war da drin. Wo ist die Lage? Na, geht doch. Hat sich, also gerade eben hat sich es echt einschieben lassen.
richtig von oben. Hier 110 Grad heiß gemacht mit dem und mit, Ja. mit, Und dem mit anderen, dem ne? zweiten. Und also der war ein bisschen schwergängig. Da habe ich mehrfach erhitzt und mehrfach runtergekühlt. Aber das ohne Eisspray geht es tatsächlich nicht. Und dann irgendwann, also ich habe mir hier extra die Auflage gebaut mit den 2 Löchern, Ja. dass er nicht wegrutscht. Ne? Und dann konnte ich hier echt schön drauf dreschen. Ja. Und dann irgendwann war er so 3 mm offen. Und dann kommt Und dann er. konnte ich von oben Hm. klopfen und dann ging das auch weiter. Ne? Ja, gut. Also die erste Aufgabe hat ja jetzt super geklappt. Ich habe hier die neue Lagerschale eingebaut. Das, was ihr hier so dunkel seht, ist ein bisschen Korrosion vom Salzwasser. Da dringt immer ein bisschen oder ist über die Jahrzehnte Salzwasser eingedrungen. Und die ging sehr gut rein. Also raus nicht ganz so gut, aber rein ging sie wirklich sehr gut. Also dank Erhitzen und Eisspray. Und dann konnte ich sie tatsächlich mit 2 Daumen von oben richtig so reinschieben. War drin. Ich muss eigentlich noch eine Lagerschale tauschen. Die werde ich aber nicht tauschen. Die sitzt nämlich hier. Das hier ist das Gehäuse vom Förler. Und wenn ihr hier durch dieses Loch reinguckt, ganz am Ende sitzt auch eine Lagerschale. Wenn ich sie ausbauen will, dann muss ich die erhitzen, das gesamte Gehäuse erhitzen und kann nichts anderes machen, als von hinten mit dem Gummihammer draufschlagen. Das heißt, für mich ist das Risiko sehr hoch, dass ich das beim Versuch auszubauen verkannte. Und es sitzt auch so tief drinnen, dass ich kein Werkzeug habe, mit dem ich da arbeiten könnte. Und ich denke, ich lasse es drin. Das ist zwar nicht so ganz die tolle Lösung, aber das Risiko ist mir zu hoch. So, wie siehst denn du das? Hier drinnen die Lagerschale nicht auszubauen. Ist das Pfusch? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir das Video an.